Fabuland, der Sänger, eilt und stapft durch den tiefen Schnee. Zorn in seinem Kopf, Wut und in Rage gesprochene Worte hallen noch von einem Ohr zum anderen zwischen seinen Schädelplatten hin und her. Mit seinem Vater Hartmann ein heftiger Streit. Was hast du dir gedacht? Dieses Schurfix? Was soll das sein, diese konspirativen Treffen? Ich habe gehört, ihr habt Orgien gefeiert, mit Bediensteten gemeinsam. Was erdreistest du dich? Du bringst Schande über das Haus Mordecai. Du verstehst nicht, worum es geht, Vater. Ich bin dir dankbar. Ich bin dir dankbar für den Musikunterricht, den du mir gegeben hast, das Teleskop, all die Dinge. Aber du verstehst kein bisschen, worum es mir geht. Es hat mich auch nicht zu interessieren und es interessiert mich nicht. Sohn, du bist ein Sprössling des Hauses Mordecai. Du hast Haltung zu bewahren und du hast deine Aufgabe wahrzunehmen. Du bekommst Hausarrest. Du wirst dich nicht mehr in die Gosse dort unten in der Unterstadt bewegen. Du wirst keine Freunde mehr einladen, du wirst lernen. Du wirst ein Jahr lang lernen, bis du dein Studium abgeschlossen hast, bis du die Wissenschaftstheorie gemeistert hast. Das werde ich nicht, Vater! Wütende Worte hallen weiter zwischen den beiden Ohren von Fabuland, dem Sänger. Wütend stapft er durch den tiefen Schnee. Er hat zusammengerafft, was er gefunden hat, von dem er denkt, dass es ihm dort draußen in der Wildnis zugute kommen könnte. Er stapft, die Stadt noch keine 200 Meter hinter sich, doch er sieht nur Rot und Wut. Irgendwann setzt Schneetreiben ein. Es wird stärker, kühlt seine Wut etwas ab. Langsam kommt er wieder zur Besinnung, atmet tief durch und spürt erstmals, ja, das ist die Freiheit, das ist die Ebene. Ich habe die Stadt hinter mir gelassen. Endlich draußen in der Tundra, die Wälder vor mir, das Abenteuer. Der Schnee, ich spüre ihn auf der Zunge. Er streckt die Zunge nach oben und lässt Schneeflocken auf seine Zunge fallen. Das Schneetreiben ist stärker und stärker geworden und langsam wird ihm auch etwas kalt, dem Fabuland, dem Sänger. Und er wendet sich wieder um, denkt sich, so einfach kann ich nicht losstürmen. Das ist doch zu unvernünftig. Ich sollte noch in die Stadt zurückgehen, mir ein bisschen Ausrüstung besorgen. Meine Taschen sind voller Geld. Sollte kein Problem sein, doch als er sich umdreht, ist die Stadt verschwunden. Schnee, nichts als Schnee, Schneewehen, Schnee oben, Schnee unten, ein weißer Himmel, ein weißer Boden. Das könnte gefährlich werden. Er versucht seinen Weg zurückzufinden, läuft in die Richtung, aus der er glaubt gekommen zu sein, doch da ist keine Stadt mehr, da ist nur Schnee, überall ist Schnee und die Hitze der Wut wird abgelöst von der Hitze der Panik. Schnee, wenn ich jetzt nicht mehr zurückfinde, das überlebe ich doch. Keine 2 Stunden hier draußen, geschweige denn eine Nacht. Immer schneller läuft er. Der Schweiß bricht ihm aus, rinnt ihm den Rücken hinunter. Er läuft und bald schwindet die Hitze der Panik, der Kälte des Wetters. Der Schweiß wird klamm auf der Haut und die Kälte beginnt durch die Schuhe in die Zehen zu kriechen, in die Hände. Das Gesicht beginnt kalt zu werden und einzufrieren. Die Schritte werden langsamer und langsamer. Der junge Mann haucht auf seine Finger, die er kaum noch bewegen kann. Handschuhe, hätte ich doch an Handschuhe gedacht. Wie konnte ich das vergessen? Ich muss durchhalten. Und wieder gibt er sich einen Ruck, läuft weiter, leise ein Lied vor sich hin summen. Ganz unbewusst, ein Trostlied, das ihm seine Amme oft vorgesungen hat. Ich schaffe es nicht mehr, es wird schon dunkel. Ich kann nicht mehr. Der Schnee ist zu hoch. Er stürzt, er fällt hin, versucht weiter zu kriechen, doch es hat keinen Sinn mehr. Der Schnee ist einfach zu hoch. Der Mantel über die Schultern gezogen, schlotternd unter dem Schnee eingegraben, sein Lied summend, wird alles dunkel. Und das Abenteuerleben hat so schnell begonnen und war so schnell vorbei. Irgendetwas stößt doch da. Oh. Lass mich.
Irgendetwas hat ihn gestoßen. Ist das die tränenverkrusteten Augen geöffnet, steht eine kleine Gestalt vor Fabuland, dem Sänger. Ein Wesen aus dem Wald. Das Wesen legt mir die Hand auf die Stirn. So warm ist diese Hand. Und es murmelt heilende Worte, die Magie des Waldes. Wärme dringt in die Glieder von Fabuland, dem Sänger. Der kann sich aufsetzen und sieht ein kleines, gnomenhaftes Wesen. Graue Haare, dunkle Haut, weißes, schön besticktes Gewand. Wer hat dich geschickt? Du hast mich gerettet. Wer bist du? Willkommen auf Avia, einer zerbrochenen Welt, die im eisigen Griff eines endlosen Winters gefangen ist. Sol, verdeckt durch eine schier undurchdringbare Wolkendecke, zeigt nur zu den allerseltensten Gelegenheiten sein Antlitz, während die meiste Zeit das Land in ewiges Zwielicht getaucht ist. Caelum Prime, die fliegende Stadt, kehrt jedes Jahr nach ihrer Kollekte für 3 Monate zurück nach Avia, um das Licht Sols an die Lande zu verteilen. In dieser Phase erblüht Avia in seiner vollen Pracht und die Erntezeit beginnt. Doch dieser Teil des Jahres ist vorbei und unsere Geschichte beginnt, als der Winter seine kalten Finger um das Land schließt. Nun kämpft jeder um das Überleben in einer unerbittlichen Umgebung. Willkommen bei Beyond Level 1 bei unserer ersten D&D Fantasy Kampagne Seelenwinter Requiem. Meine Lieben, wir befinden uns in Caelum. Nicht Caelum Prime, nicht der fliegenden Stadt, die Caelum vor einigen Tagen schon wieder verlassen hat. Nein, Caelum, unten in den Slums, in der Schlacke. Und wir sehen einen Bruder Sols, einen jungen Mann, könnte man sagen, der mit einem Korb und einem großen Bündel am Rücken sich den Weg in den Westen hinunter begeben hat. Und dort sieht er das Schild. Man könnte glauben, dass es eine Schweineschlachterei ist nach diesem Schild, aber wer den Futtertrog kennt, weiß, dass die Sau, die aus einem Futtertrog frisst, nicht dafür gedacht ist, dass dort Schweine gezüchtet werden. Nein, dort werden Schweine unter anderem serviert. Und mit festem Schritt begibt sich Bruder Clune in Richtung dieser Taverne. Schnell ist die Tür geöffnet. Die Gerüche, die dir entgegenschlagen, der Geruch von schalem Bier, von der gestrigen Nacht, von was auch immer heute serviert wird, wahrscheinlich auch das noch von gestern, von Tabak, der sich in diesen alten Holzmöbeln und tief hängenden Gewölben aus gebogenem Holz eingebrannt hat, ist auch noch immer zu riechen. Man sieht nicht viele Gestalten und obwohl es draußen noch nicht dunkel ist, ist es hier erinnern wie immer ein Zwielicht, das dich empfängt. Aber nicht nur das Zwielicht empfängt dich, sondern auch die Stimme von Ott,
der gerade nicht in der Küche ist, der Zwerg, einer der beiden Besitzer des Futtertrogs. Ah, sagt er. Kjun, du wieder mal hier. Und dann zeigt er schon mit einem Daumen nach hinten in ein Eck. Und dort siehst du eine Gestalt, die dir bekannt vorkommt. Einer der Regulären, die meistens schon darauf warten, dass du kommst. Doch diesmal wartet er nicht, sondern er ist wieder mal in einer seiner entrückten Traumexistenzen entflohen. Diese Gestalt, ein alter Mann, sitzt dort, sein Gugel tief im Gesicht. Kurz wendet sich sein Blick zu dir. Du hast einen Moment das Gefühl, dass er dich erkennt. Und dann driftet sein Auge, vor allem das klare rechte Auge, schon wieder ab. Oh ja, einen Humpen. Ja, ich werde es Jürgen sagen. Ich habe keine Ahnung, wo Ursel ist. Ursel! Ruft er und kaum hat er gerufen, kommt die junge Dame auch schon aus einem Nebenzimmer heraus, streift sich die Hände auf der Schürze ab und sagt, ja, Ott, ich komme ja schon. Und Ursel macht sich auf den Weg zu dir und sagt, hallo Kjun, was kann ich dir bringen? Einen gut gefüllten Humpen, aber lass gut sein. Es ist nicht eilig. Ich laufe nicht weg. Ja, es ist noch nicht viel los. Deut auf den Tisch in der Ecke. Sie schaut gar nicht hin, sie weiß wo du sitzt normalerweise und macht sich auch schon wieder einen Weg nach hinten, um das Gewünschte zu bringen. Ich gehe zum Tisch, buchte den großen Ranzen auf einen freien Schemel, setze mich dann direkt neben die gegoogelte Gestalt und suche in dem Korb gleich mal nach einem Leckerbissen. Nehme den Speck raus, leg das Brett drauf, Käse dazu, Messer und schneide eine Brotzeit auf. Weniger für mich als für meinen Tischgenossen. Sol, sei Gedank. Hörst du die Stimme aus dem Google und er greift nach oben und nimmt diesen Speck. Und du hörst auch schon, wie er beginnt, ihn zu verzehren. Dein Blick schweift in der Taverne so ein bisschen herum. Ursel hat recht gehabt, es ist nicht viel los hier. Es sind noch keine von den regulären Stammgästen hier. Du siehst zwei Männer, die dir nicht bekannt vorkommen, wachen von irgendeinem Haus, hast du das Gefühl. Allerdings schauen sie aus, als wären sie mehrere Tage schon unterwegs gewesen. Und sie sitzen recht nahe in der zentralen Feuerstelle dieses Etablissements und wärmen sich noch immer die Glieder. Du siehst auch den Dampf, der aufsteigt von ihren Stiefeln und von ihren völlig durchnässten Gewändern. Und ansonsten, ja, den Bruder Lucien, neben dem du sitzt, kennst du. Und in dem Moment, wo du dich so umsiehst, kommt von draußen, wahrscheinlich vom Abort, hast du das Gefühl, ein weiterer Gast, der sich zu diesen beiden Männern hinbewegt. Ein Halbelf, der ein bisschen auffälliger ist als die anderen Gäste, die jetzt hier sind, auch vor allem für dich. Seine Haare sind halblang, ein bisschen strubbelig, als ob auch eher weit unterwegs gewesen wäre. Er hat schönes Gewand an, allerdings. Er hat ein Instrument an seiner Schulter hängen, eine Mandoline offensichtlich. Und dieser Halbelf fällt dir sofort ins Auge, weil, obwohl seine Haare recht bunt sind, in unterschiedlichsten Farben getunkt, siehst du, dass sein Gefieder auch weiß ist, von Haus aus. Und der begibt sich zu diesen beiden Männern und setzt sich hin, reibt sich die Hände und auch seine Kleiderstücke beginnen sofort so ein bisschen zu dampfen. Und der eine von diesen beiden Wachen sagt zu dem Halbelfen: Ich hab dir gesagt, du brauchst wärmere Kleidung. Wir werden noch ein bisschen was besorgen für den Rückweg. Und der so, ja, ich habe natürlich recht gehabt, ihr habt recht gehabt. Aber ich wollte ja auch gar nicht hierher. Ich wäre lieber dort geblieben. Aber jetzt bin ich hier und jetzt muss ich das erledigen. Das hörst du so ein bisschen mit.
Und dann hörst du wieder diese kleine Glocke an der Tür, dieses eigentlich keine Glocke ist, sondern wie heißt's, Windspiel, Dankeschön, genau, ein Windspiel. Die Tür öffnet sich, dieser schwere Teppich wird vorgeschoben und 3 Gestalten betreten in diesem Moment den Futtertrog. Zuerst glaubst du, es sind nur 2. Die erste Gestalt, die sich durchschiebt, nimmt das bisschen Licht, das von außen reinkommen würde, gleich jede Chance durchzukommen. Es ist eine Halborkin, die sich durchschiebt und als ob sie nicht groß genug wäre, die Felle und der Ledermantel und diese Dinge, die sie trägt, geben den Eindruck, dass dieser ganze Wollteppich, der vor der Tür hängt, sich mit hineinbegeben würde am liebsten. Und dann siehst du, dass sie mehr oder weniger halbtragend eine weitere Gestalt mit sich hereinbringt, nämlich einen jungen Tieflingmann, der halb erfroren aussieht. Der junge Tieflingmann wird kurz bevor wir die Taverne betreten, plötzlich Lebensgeister wieder in seine Glieder zurückkehren lassen, eine aufrechte Haltung annehmen und als würde er eine Bühne betreten, natürlich schwungvoll neben dir die Taverne betreten. Für dich sehr arg, weil du gerade hast ihm noch geschleppt eigentlich. Ja, und auf einmal betritt Fabuland sein natürliches Habitat, könnte man sagen. Bix, und das ist die dritte Person, die du fast nicht erkannt hättest, weil es echt so, aha, und dann so der dritte Blick Hört man meine wandert. Stimme so. Ich glaube, dort ist was frei. Und dann sieht man eine kleine Gnomin, auch in eine weiße, schöne Lederrüstung gehüllt, aber auch das eine oder andere Fell, um sich warm zu halten. Und diese 3 Gestalten betreten den Futtertrog. Schnell, bevor er wieder umfällt. Ja, lass uns zum Feuer gehen. Die Leute drehen sich natürlich in eure Richtung. Was ihr seht, ist ein... Ja, der steht auch gerade auf. Also aus der hinteren Ecke erhebt sich sofort, als er den Tiefling erblickt, ein großgewachsener, humanoider Vogel mit völlig weißem Gefieder. Er hat jetzt die Kettenhaube auch schon abgenommen. Eine einzelne Feder am Kopf ist blutrot bemalt. Er trägt einen Wams, mit der eindeutig das Siegel Souls zeigt. Kettenhemd, Schwert, Schild am Rücken, relativ bulkig und schwer beladen und macht sich sofort auf den Weg eigentlich in seine Richtung auf. Junger Lord, geht es euch gut? Ihr seht einen, wie schon beschrieben, mit Hörnern und Lockenpracht, dunkler Hautfarbe, goldenen Augen ausgestatteten, durchschnittlich gebauten jungen bis sehr jungen Mann. Ein lässiger Wollumhang aus grob gestrickter Wolle lässt den genau hinsieht, sieht man so ein bisschen edle Farben durchblitzen. Durch dieses graue Gewebe, eine Lederhose, Stulpenstiefel mit Pelzbesatz, ein Köcher, wie ihn die Nomaden tragen, wenn sie auf die Jagd gehen, auch aus Fell und Leder gemacht. Ein schmaler, schön gearbeiteter Rucksack am Rücken und ein bisschen ein unförmiger Beutel auch noch über den Rücken gehängt. Ein Rapier an der Seite. Hat sich gerade aufgerafft, die Taverne betreten, erblickt, macht mitten im Schritt eine Kehrtwendung, dreht sich um, rollt theatral mit den Augen für alle, die es von hinten sehen können. Holt Luft, dreht sich wieder um. Herr Cluin, verzeiht, na, wieder einen ernsthaften Tag gehabt? Da spricht genau der Richtige. Ich schaue auf die 2 Damen, die dich da hereingebracht haben. Ist alles in Ordnung? Ja, offenbar schon. Wurde ihn vor soeben den- gerettet vor dem sicheren Tod. Vor dem sicheren Tod. Ich habe ihn vor den Mauern der Stadt im Schnee gefunden. Ihr kennt ihn? Macht er das öfter?
Nein, das ist kann ich Bix. nicht behaupten. Das ist Bix. Sie ist ein edler Geist aus dem Wald, der mich mit magischen Heilkräften zurück ins Leben geholt hat. Und das ist Valkyrie. Selten so eine starke. Ich werfe wieder einen bewundernden Blick. Ich denke Für mal, euch zur Oh, Information. hat Frau gesehen. Alle Dinge, die er umhat, die fellbedeckt sind und so ein bisschen diesen Anflug von Barbarismus haben und Clansvolk haben, das ist so wie Stadtbewohner, die so etwas nachbauen, weil es halt in ist, dass man dann sowas trägt. Ja? Also nichts von dem Zeug ist tatsächlich aus der Tundra, aus den Weiten, aus den weißen Weiten. Das ist wahrscheinlich hier gekauft, das ist euch völlig klar. Ja. Drüben so, ich bück mich und dann suche ich ihm ein bisschen so die Schuhe zurecht und so, weil ich sehe, da ist was locker, das gehört nicht so. Für diese jetzt kommende Zeit viel zu kühl. Schüttel den Kopf. billiges Kelum-Ilmitat, ja. Nun, wenn Sie den jungen Lord Mordecai gerettet haben, dann gebührt Ihnen natürlich Auf jeden Fall ein gutes Essen und ein gutes Getränk. Dann beuge ich mich zu dir hinüber. Ott. Der Ott richtet sich gerade auf hinter der Pudel, schaut so. Ah, Fabuland, schon wieder hier? Wolltest du nicht raus in die weiße Weite? Ja, da war ich sehr, sehr weit, sehr weit. Nein, naja. Das hätte mich fast das Leben gekostet. Die zwei haben mich gerettet. Ich werde euch noch die Geschichte heute erzählen. Es sind Außerordentlich. außerordentliche Zeitgenössinnen. Schüttel den Kopf und gehe schon Richtung freien Tisch dort irgendwo. Setze ich mich dann Es schon. sind einige noch Da frei. kletter ich drauf, weil Ja. so leicht geht das ja nicht. Aber dann Ich werde ganz vertraut die Hand um deine Schulter legen und dir ins Ohr flüstern, weil ich weiß, du magst das nicht so gerne, allzu vertraut du. Deswegen tue ich es extra. Bitte lass den Lord hier weg. Ich bin inkognito. Natürlich, natürlich. Die Rücken und also die Kopffedern stellen sich so auf, plustert sich ein bisschen auf und ja, dann drehe ich mich kurz weg, sage, nehmt doch Platz. Ich habe etwas Essen mitgebracht. Bis Meister Ott es herbeigeschafft hat. Das ist Bruder Kion. Er ist ein großartiger Kämpfer. Hat er mir erzählt. Zu viel der Ehre. Statt ein Kleon. wollt ihr euch nicht setzen? Was steht da so herum? Ja, lasst uns aufwärmen. Dafür ist der Kamin da. Ich bringe kurz die Brotzeit, dann könnt ihr euch stärken. Ich habe kurz eine generelle Frage. Wie Ja. viel Geld haben wir? Also Nicht bisschen viel. schon, aber es ein geht schon ein bisschen bisschen was. was zu Ja, ja, kaufen. ja. Also für was zu essen etc. reicht es natürlich. Ja, ja. Der Ott kommt zum Tisch und sagt, okay, wer will aller was? habt ihr die Spezialität des Hauses? Ja, wie immer was, alles, was im Trog ist. Was zu trinken? Ich nehme das. Bier oder Wein oder Bier mit Wein. Ein Bier mit Wein. Er nickt. Nimm das Bier. Bier, Wein. Bier. Wein, Glühwein. Ich bringe den Humpen und ein paar Gläser. Glühwein. Und einen mit Glühwein. und dann Glühwein. macht, was ihr wollt damit. Oh ja. Gut. Er verschwindet wieder, geht wieder nach hinten. Wie funktioniert das mit dem Essen da? Der Futtertrog, gut, dass du fragst, das ist hervorragend. Der Futtertrog zeichnet sich dadurch aus, dass viele Teile, egal ob tierischen oder pflanzlichen Ursprungs, einfach in der Mitte in einem großen Feuer gekocht werden. Da werden Kartoffeln auf die Kohlen geworfen, dort wird Fleisch aufgespießt, wo auch immer dieses Fleisch herkommt. Und auf jedem Tisch ist in der Mitte ein kleiner Futtertrog, wo, wenn jemand essen mag, er einen kleinen Obolus entrichtet und dann wird dort Fleisch und andere Dinge hineingeschnitten, ein Brot dazugelegt und dann kann man essen, bis man satt ist.
und das ist es. Aber es gibt nichts zum Bestellen. Man kann nicht sagen, man hätte gerne dies oder jenes, sondern was da ist, wird in diesen Trog reingebracht. Und von dem wird dann gemeinsam gegessen. Es wird Zinken und ein Essdolch am Tisch gelegt, ein Messer, und dann legt man los. Für dich gilt es, wie für viele andere, deren Körpergröße nicht so hoch ist, dass man mitunter steht und dann rauspickt, was man auch immer bekommt. Zwiebel und andere Sachen. Aber zuerst bringt er die Getränke. Er und Ursel bemühen sich, das so schnell wie möglich zu entrichten, denn langsam aber sicher beginnt sich auch der Futtertrog zu füllen. Und eine der Gestalten, die den Futtertrog betreten, kommt dir bekannt vor. Es betritt jemand die Taverne, eingehüllt in Leder und Fell, was ihn recht plump erscheinen lässt. Also sprich, es ist recht schwer zu schätzen, wie groß, wie kräftig. Man sieht wirklich einen Berg an Fell und Leder, der reinkommt. Das, was auffallend ist, er hat auch eine Mütze, ja, mit zwei so lang geschnittenen Ohren, die er behelfsmäßig um den Hals gewickelt hat. Und das ist das Erste, wovon er sich befreit. Beutelt sich einmal wie ein nasser Hund. Und ihr erkennt oder ihr seht langes, eher ungepflegtes Haar, einen wild wuchenden Bart und einen Menschen, den ihr in etwa so auf 1,75 Meter bis 1,80 Meter schätzen will. Wie gesagt, schwer zu schätzen. Der sich jetzt mal einen ersten Überblick über den Futtertrog einholt. Dann? Ihr könnt mir übrigens, du und du könnt mir einen Wahrnehmenswurf machen. Perception-Check, der erste Wurf des Tages. Sehr gut. Das ist mit welchem Würfel jetzt? Immer 20 Seiten im Prinzip. Das heißt, ein 20-Seiter und dazu summieren wir unsere Boni In Perception, da steht was dabei. und Perception. Genau. 6. Okay. Du nimmst zwei Dinge ziemlich schnell wahr. Eine Gestalt, wahrscheinlich ist es auch wegen deiner Ausbildung so, dass du das wahrnimmst. Eine Gestalt hockt, kauert beim Kamin, hat den Gugel über eine Gesichtshälfte drüber, lässt sie ein wenig sinister erscheinen. Im zweiten Blick merkst du aber, das hat nichts Sinistres an sich, sondern vielleicht ist es Scham. Denn die rechte Gesichtshälfte, siehst du, ist ein normaler, älterer Mann, wenn nicht sogar alter Mann, der dort ist. Die linke Gesichtshälfte schaut allerdings aus, als wäre sie fast geschmolzen. Ja, hängt runter über das andere Auge so drüber, das noch immer klar sichtig sein dürfte. Der ist nicht blind auf diesem Auge, aber teilweise ist es wie runtergeschmolzen und hängt auch so runter. Das sieht nach einem sehr hässlichen Unfall aus, der da passiert sein könnte. Und dort hat er auch so den Gugel halb ins Gesicht gezogen. Ob man das für ihn gemacht hat oder ob er das getan hat, weißt du nicht. Der sitzt in der Nähe vom Bruder Kliun, ganz dort, wo dieser ist. Das Zweite, was dir auffällt, ist, an der Feuerstelle in der Mitte des Raumes, also ein Langfeuer mit vielen Spießen, du kennst den Futtertrog, wo jetzt schon Fleischstücke brutzelnd dranhängen, siehst du drei Gestalten. Eine davon, ein sehr foppisch aussehender Barde, ein Halbelf. Die Ohren nicht so lang wie bei seinen elfischen Halbbrüdern und Schwestern, sondern so ein bisschen zugespitzt nur. Die Haare unten weiß und nach unten gehend, die längeren Haare eingefärbt in unterschiedlichen Farben. Alle drei dampfen noch immer so ein bisschen, die dürften auch noch nicht so lang herinnen sein und die Flüssigkeit weicht aus ihren Gewändern, die sich angesammelt hat. Die anderen beiden erkennst du nicht persönlich, aber
Du erkennst die Art von Rüstung, die sie tragen und die Schärpe, die sie ausweist als Wachen aus dem Haus Engel tatsächlich. Du kennst sie nicht, sie schauen auch nicht gepflegt aus, die haben mehr als 3 Tagesbärte und tragen, abgesehen davon, dass du sie erkannt hast, eher irreguläre Stiefel, die fellbedeckt sind, solche Sachen. Also die schauen aus, als wären sie von draußen reingekommen. Die erkennen dich nicht. Wenn sie schauen alle kurz in deine Richtung, wie das halt so ist, wenn jemand frischer betritt, das Windspiel spielt und sie wenden sich gleich wieder ab, aber sie murmeln so ein bisschen dort. Ich sage so halblaut, Scheißwetter. Ja. Und das Erste, was ich mache, ist, ich löse einige Riemen und nehme mir einige Felle ab, die ich dann auch in die Nähe der Feuerstelle Auch dort lege. beginnen sie quasi fast sofort. Und richte mich dann nachher auf und schaue mich mal um, wo denn der finsterste Ort in dieser... Da herinnen ist es überall gleich finster. Das meiste Licht ist in der Mitte der Feuerstelle und beim Kamin an der einen Ende des Gebäudes. Ansonsten ist es relativ schummrig da herinnen. Okay. Aber du hast gesagt, ich erkenne ihn. Du erkennst ihn vom Elchclan. Ja. Ihr habt einige Handelsbeziehungen und auch andere freundschaftliche Beziehungen zum Elchclan gepflegt, viele lange Zeit. Und du erkennst ihn, ein Mann, der für dich immer schon beim Elchclan war, von dem aber sogar bei dir immer wieder gemurmelt wurde, dass er eigentlich ein Außenseiter ist. Aber nicht jetzt bösartig. Ja. Na, dann sage ich so zu mir. Das ist doch Ephraim, oder? Ephraim, hey, hier drüben. Ulrich, Ja. was macht ein Schneeleopard im Futtertrog? Der Elch lässt grüßen übrig. Schön, dich zu sehen. Komm zu uns. Alles deine? Nein, wir haben uns zufällig gesehen. Es sind Abenteurer drüben. Ha, sagt der Ott. Ha, Abenteurer. Ha, er haut auf die Schulter. Du wirst gemustert und Herr Abenteurer. ein ungläubiger Blick. Sag gar nichts weiter dazu. Sie haben mich gerettet. Ich kann euch ein Lied davon singen. Ich bin zu sehr mit Essen Fang mal an, beschäftigt. Also ich nick dir kurz zu, aber dann Meinen esse ich Beutel wieder. aufzuschnüren. Ott kommt wieder vorbei, schneidet wieder ein paar nick Brocken ihm Fleisch zu. rein. Und da ist Bix. Kannst du dich an Bix erinnern? Kurz musste ich dich auch so. Und ich, dann esse ich wieder. Wir haben uns vor der Stadt getroffen. Ich lächle ein bisschen. Ja, gesehen wird man sie schon mal haben. Ja. Ja, ich bin in der Zwischenzeit wieder zu Bruder Lucien, zu der kapuzierten Gestalt. Stelle ihm noch den Rest des Essens hin. Er nimmt dich so, ja, schaut nach oben und jetzt sagt, seht ihr das auch das erste Mal? Ja? Der Bruder Klun ist gerade rübergegangen, du wolltest ihm gerade vorstellen. Ja? Dann siehst du diesen alten Mann mit dieser geschmolzenen Gesichtshälfte, könnte man fast sagen. Ja? Und der schaut so rauf zum Klun und sagt, ja, mehr davon, sagt er dann und schaut dich an, driftet kurz weg und dann schaut er dich an und sagt, und vergesst das Besteck nicht, das Besteck, es kann Leben retten, sagt er, es kann Leben retten. Und dann schläft er so halb ein bisschen ein. Tätschel ihn, lächle ihm zu, nicke. Ja, natürlich. Versprichst du es mir, Ja, ich verspreche es euch. das Besteck? Ich werde das Besteck nicht vergessen. Dann schläft er wieder fast weg. Und dein Freund mit dem großen Herzen? Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Die beiden dürfen sich kennen. Mit einem großen landet der Korb am großen Tisch jetzt.
Junge, seid ihr hungrig? Nach Musik, ja. Und dafür kann ich nicht sorgen, das müsst ihr Musik? bewerkstelligen. Hört ihr dann? Und dieser Halbelf tritt vom Feuer zu euch. Ihr seht, wie er sich aufrichtet, wie er sich groß macht. Er ist nicht groß, ja, ist ein Halbelf. Er ist nicht besonders groß, aber er richtet sich auf. Er nimmt seine Leier und für dich leicht verstimmt. Wahrscheinlich ob der Feuchtigkeit. Ja, wahrscheinlich. Ich bin gespannt, wie meine... Inwieweit eure musikalischen Gehöre gehen, weiß ich nicht, aber es klingt gekonnt. Da bin ich doch gleich an seiner Seite und zücke meine Schlüsselfiedel. Ah, ein Bruder der wohligen Klänge. Oh ja. Er wird ganz ruhig. Er hält die Hände hoch, schaut euch an und sagt, ich habe ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Bitte. Sagt er, bitte. Gut, zu schnell, zu viel, zu früh, wie immer bei mir. Sagt er dann, ich setze dich hin. Ja, dann sagt er, oh, ich darf mich doch zu euch setzen, oder? Ist das in Ordnung? Ja, Oder soll ich wieder gehen? Unbedingt. Gut. Ich esse weiter. Evangelas ist mein Name, Evangelas. Ihr habt sicherlich schon von mir gehört. Nein, aber eure Haare und eure Pracht habe ich sogleich erspäht. Ja, Wunderbar. schön. Ich bin ein Barde und ich bin mit einem Auftrag hier, sagt er dann. Und ihr würdet mir viel helfen, wenn ihr das Angebot nicht ablehnt. Bin ich zu früh? Wolltet ihr noch Musik Habe ich was machen. unterbrochen? Spuckt's einfach aus. Die Finger sind noch klamm. Wir werden Musik machen. Glühwein. Ist versprochen. Ott, Glühwein. Evangelas? Macht ihr, nur kurz zur Klärung, aber macht ihr ja. allen das Angebot oder nur jemanden bestimmten von diesem Tisch? Jeden, der es annehmen will, und je mehr es annehmen, umso schneller bin ich aus diesem Drecksloch wieder weg. Wenn ihr wisst, was ich meine. Nein, da verpasst ihr was. Drecksloch. Nein, ich meine das nicht. Ich meine nicht dieses Etablissement. Ich meine natürlich nicht Otts Etablissement. Natürlich meine ich das nicht. Ich meine einfach nur Die Stadt. ja, ihr sagt weise Worte. Nein, aber vielleicht bin ich wirklich wie immer ein bisschen zu schnell und zu früh. Wolltet ihr euch nicht vorstellen? Wolltet Wolltet ihr uns nicht ein Angebot Ihr machen? seid ein Gnom. Ja. Ihr seid ein Waldgnom. Ja, und? Perfekt. Angebot. Ihr wolltet mir ein Angebot. Nein, ich wollte euch ein Angebot machen. Ich fange an, in meinen Zähnen so herumzupicken mit so einem kleinen Knochenstückerl. Oder soll ich noch warten? Wollt ihr reden? Ja, warten. Warten. Spuckt's das aus? Ich gehe mal zum Tresen. Ein Bier. Ich stimme mal die Schlüsselfiedel. Knarz, ein paar Wirbel knarzen in ihn. Ist das für mich? Oh, Ja, nein. trinkt, vielleicht macht euch das Mut. Ott, ich hätte auch noch gerne eine von diesen Kräuterweinen, von diesen gewärmten. Das wäre hervorragend. Auch für meine Stimme. Gut, mein Name ist Evangelas, das habe ich bereits. Habe ich es erwähnt? Ich habe es erwähnt. Ja. Mein Name ist Evangelas, ich bin ein Barde. Ich bin im Auftrage meines Herrn unterwegs, der Leute braucht. Wisst ihr, wir haben einen Jagdausflug. Dieser Jagdausflug ist wunderschön, aber wir haben zu wenig Leute für eine hervorragende Treibjagd und für Unterhaltung. Und es wird wohl länger dauern, als wir geplant haben. Und jetzt hat er mich losgeschickt, wieder zurück in die Stadt. Und es ist alles furchtbar. Wir waren 4 Tage unterwegs. Es war kalt. Die Wölfe haben geheult. Die Nächte waren noch kälter als die Tage. Ich habe gefroren. Das Zelt ist nicht dicht. Und meine Männer haben keine Ahnung, wie man ein Zelt wirklich aufbaut. Der schaut so zu diesen 2 anderen Typen rüber, denen das völlig egal sein dürfte. Und dann sagt er, und wir können jede Hilfe brauchen, die wir bekommen können. Und ich freue mich, euch sagen zu können, dass ihr als aufgenommen werdet, als Ehrengäste behandelt oder vielleicht arbeiten könnt dort. Und es wird genug Geld vorhanden sein, um euch bei Laune zu halten. Und ihr würdet mir helfen. Ich bin euch auch was schuldig oder so. Oder so. Ja, weil ich von hier wegkomme. Ja, wir müssen doch dann wieder zurück in die Kälte.
Ist das das, Ja, was ihr aber- wollt? Nein, aber ich will so schnell wie möglich wieder zurück, damit das alles ein Ende hat. Wisst ihr, ein Schrecken mit Ende, nicht ohne Ende. Weil wenn ich jetzt Tage hier verbringe, dann jeden Tag weiß ich, dass ich dort wieder hin muss und das Wetter wird nicht besser. Ich bin mir sicher, dass das Wetter nicht, es wird nie besser. Wenn die Souls-Tage vorbei sind, wird das Wetter nie besser. Nicht, dass ich viel wüsste davon, ich bin ganz selten nach den Souls-Tagen hier, aber Wollen wir vielleicht am Anfang beginnen? Jagdausflug. Warum? Woher? Wohin? Woher kommt ihr? Wohin wollt ihr? Was ist das Ziel der Jagd? Und warum könnt ihr nicht einfach abbrechen, wenn es euch nicht behagt? weil ich habe das nicht zu beurteilen, ich habe das nicht mal irgendwie, ich Wem bin ja nur dient der Bade. Ich bin die Unterhaltung. Wem dienst du? Einem der Haupthäuser. Seid ihr interessiert? Ein wenig konkreter. Bleib nachdenklich mein Ohr. Aber wenn ich jetzt konkret schon alles verrate, wo ist die Dramatik, Kollege? Nicht, wo ist die Dramatik? Wo ist der Fabulant Aufbau? ist demonstrativ das Gesicht eingeschlafen. Wo Wie er ist der etwas von- Aufbau? Wo Von den ist Häusern hört. Junger Mann, Dramatik kann ganz schnell sehr tödlich sein da draußen. Wir wollen keine Dramatik. Aber deswegen sind wir auch hier herinnen jetzt noch, oder? Ja, nicht Viele bei lang. sind da noch draußen. Wie viele habt ihr zurückgelassen? Ach, die sind im Jagdschloss, denen geht's gut, die haben es warm, die haben zu essen, die haben zu trinken, denen ist nur langweilig. Was wollt ihr denn jagen? Was auch immer der Herr gerne jagt. Was jagt denn der Herr? Ja, so was auch immer sie zum Essen gedenken. Er ist nicht einer von diesen, wie soll ich sagen, wir jagen ein Tier und dann lassen wir es liegen und nehmen nur die Hörner. So einer ist er nicht. Das kann ich sagen. Soweit kann ich sagen. Okay, sagt er, es ist souverän. Enrik vom 3. Haus. Sagt mir das irgendwas? Nein, Ja, aber vermutlich. ja. Und was Aus sagt es mir? Albrecht. Nur das 3. Haus ist schon Mächtig, ja. recht weit oben. Und hat dieser Enrik irgendeinen Ruf? Mach mir mal einen Historiewurf, bitteschön. Sehr in mich gekehrt und sehr ernst. Gut aus. Eine 19 plus 5. 24. 24. Tatsächlich ist das 3. Haus, wie bereits erwähnt, das Haus Albrecht, du würdest sagen, das ist einer von den Netten. Also das ist kein Ungustel. Ungustel. Ja, den wirst du gesehen haben, der wird dich begrüßt haben, der ist jetzt auch nicht einer, der... Man sieht schon, dass er aus dem 3. Haus ist, aber es ist kein unguter Mann, würdest du sagen. Du hast auch seine Frau wahrscheinlich gesehen und seine Kinder mal. Du weißt, er hat einen jungen Buben und er hat eine ältere Tochter. Aber viel mehr weißt du nicht. Und was du schon weißt, ist, dass er tatsächlich, ja, wenn die Souls-Tage sind normalerweise und Kailum Prime an der Oberfläche ist, nützt er die Zeit gerne für die Jagd. Kailion Prime ist aber jetzt schon wieder weg. Was macht er noch in seinem Jagdschloss? Ich frage das den Bart. Angelas. Kailon Prime. Evangelas. Evangelas, ja, verzeiht merkt euch mir. den Namen. Ich werde irgendwann Evangelas. einmal werden meine Stücke überall auf Kailum Prime und der weißen Weite, den Ebenen und bei den Clans gespielt werden. Merkt euch den Namen, sagt er. Bitte. Sollte der Souverän nicht schon längst wieder in der Stadt sein? Kailon Prime ist schon wieder am Aufstieg. Wirklich? Ja, wahrscheinlich. Nicht unrecht. Und gedenkt der Vielleicht- Souverän das ganze Jahr in seinem weiß nicht, Jagdschloss zu verbringen? Wahrscheinlich. Vielleicht hat der Souverän vor, das ganze Jahr im Jagdschloss zu verbringen. Das weiß ich schon, was Adelige so tun, sagt er.
Aber es werden bestimmt ein paar gute Lieder dabei rauskommen. Das ist mir völlig sicher. Wo liegt das Jagdschloss? Es ist 4 Tage hier im Südwesten, in der Nähe des Glaswaldes, in den Ausläufern des Glaswaldes. Ich kann euch nur anbieten, euch ein wenig dorthin zu begleiten, denn das ist der Weg, den ich ohnehin einschlagen muss. Hervorragend. Vielleicht nur 1, 2 Nächte dort verbringen. Ja, das ist schon mal sehr gut, ein guter Beginn. Wie ist das generell mit den Souls-Tagen? Wie läuft das ab wie in der Stadt? Die Souls-Tage sind eigentlich schon vorbei. Die Souls-Tage werden so genannt, weil das Sonnenlicht gebracht wurde und dann für, je nachdem, wie gut die Ernte war, 2 bis 3 Monate Wärme, Licht und Leben gebracht wird. Und wenn diese Souls-Tage vorbei sind, dann beginnt die erneute Ernte, Kaelum Prime steigt und beginnt mit der Ernte des Sonnenlichts, der Gabe Souls, um es im Folgejahr wiederzubringen. Und in diesen Souls-Tagen wird so viel angebaut, geerntet. Das ist so ein bisschen beschleunigtes Jahr, könnte man sagen, beschleunigte Ernte. Und ja, wenn die Stadt wieder abhebt, dann wartet man darauf, dass sie 9 Monate später wieder... Was außerhalb der Stadt ist dann auch heller oder nur? Ja, vor allem in den Farmländern. Je weiter es dann in die Weiten geht, desto zwielichtiger wird es wieder. Denn die Wolkendecke ist fast undurchdringlich für Souls Antlitz. Okay. Und der Souverän ist jetzt dort wer ist der Souverän? Ist das der Oberherrscher? Es ist ein Adeliger, ein wichtiger, aber nicht der Oberste. Und er ist aus dieser Familie da? Ja, soweit ich informiert bin über die Geschichte, ihr wisst ja, Barden hören viele Geschichten, auch von Kaelum Prime. Glaswald, sagt ihr? Glaswald, ja. Ja, hier im Südwesten. Ich habe noch nichts Schlechtes über ihn gehört, aber es ist... Ich weiß nicht, ob ich mit Adeligen in einem Jagdschloss... Seid ihr der Jagd verbringen mächtig? möchte. Ihr seid also der Jagd mächtig. Der Jagdführer hat mich extra beauftragt, Leute zu finden, die ihm bei der Aufgabe behilflich sein können. Er ist ein freigiebiger Mensch, sagt er. Wie heißt euer Herr noch einmal? Wie war sein Name? Mein Herr? Ja. Ich bin ein freier Barde, ich habe keine Herren, sagt er dann. In welchem Aber das habt ihr nicht Auftrag gemeint, handelt ihr? Ober? Oder ja? Nein, ich komme im Auftrag von Souverän Enrik eigentlich. Enrik. Ja, und auch der Jagdführer Wendel hätte mir den einen oder anderen Auftrag gegeben. Ihr seht auch aus wie jemand, der sich mit der Jagd auskennt. So wie ihr. Ich meine, ihr seid ein Waldwesen. Ihr kennt euch natürlich mit der Jagd aus, nicht? Wo ist der Jagdführer? Der könnte uns vielleicht ein wenig mehr Im darüber Jagdschloss. erzählen. Im Jagdschloss. Ja. Also es hört sich jetzt vielleicht ein wenig impulsiv an, aber ich werde euch begleiten. Sohl sei Dank, sagt er. Finde ich hervorragend. Das finde ich hervorragend. Ich sag speziell zu dir, dass dort führt mich mein Weg auch hin. Ich werde mitkommen. Das freut mich. Hast du das gehört, Hunsfort? Wir können bald wieder losziehen. Ja, hört sie dann von der Lagerfeuerstelle. Einer von dieser Feuerstelle in der Mitte und einer von diesen Typen mit diesem 3-Tages-Bart, ein bisschen ein längeres Pferdegesicht, dreht sich so halb um und sagt, ja, mit 2 alleinen werden wir nichts anfangen. Und dann schaut er so zu dir und sagt, 2,5. Nicht für ungut. Zucke mit den Schultern. Ich rücke ein bisschen rüber zur Heißt der wirklich Klion, Hunsfort? um leise reden zu können. Schön. Ich rücke ein bisschen zu Klion rüber, dass wir ein bisschen vertraulich reden können. Ich weiß nicht, ich finde diese Trollfrau und die Orkfrau schon, ich würde gern hinaus in die Wälder. Und ich habe schon viel vom Glaswald gehört. Aber ein Jagdschloss, ach Gott. Junger Herr, Götter. ich befürchte, das wird wesentlich interessanter, als ihr euch das vorstellen könnt. Wenn mich jemand erkennt,
Höre ich das? Ich weiß nicht. Wie leise redet hier? Naja, haben uns wir sind zusammengesetzt. zusammen, aber natürlich Okay. kann man Ja, das. wenn du es drauf anlegst, hörst du Kannst es du doch mit schön. kannst du das sicher mit ein bisschen guten Ohren mithören. Okay. Dann sag ich Aber noch so, er soll es nicht hören. Ja, dann wahrscheinlich. sagst du so, Aber er passt eh gerade nicht auf. Er trinkt Ich gerade an habe seinem Wein, der einige- serviert wurde. unerfreuliche Gerüchte gehört. Ja, sag. Es hat einen guten Grund, warum der Souverän nicht nach Kelum gereist ist. Jetzt lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Der Vogel schaut sich noch so um mit seinen großen schwarzen Augen. Und irgendwie hat man das Gefühl, er sieht einen an, wenn ein roter Schimmer in den Augen erscheint. So wie wenn eine Spinne einen ansieht, wenn eben man sich drin spiegeln kann. Gerüchte über Du solltest Bade werden, du machst das unglaublich spannend. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Gewalttätigkeiten. Ihr meint den jungen Herrn? Was? Nein, natürlich nicht. Wie, was? Wir reden über ein Spiel, das wir gestern gespielt haben. Ja. Wie? Der meint den jungen Herrn. Und er schaut dann auch so ein bisschen verschwörerisch rüber. Habt ihr dafür? Wovon denn? Eklat, der passiert ist. Schaut sich wieder um. Es ist eh niemand da in der Taverne gerade. Ja, aber er schaut sich trotzdem theatralisch überall über seine Schultern. Der Hundsfott, der bei dem Feuer ist, der seine Handschuhe dort schon aufgelegt hat, reißt ein Stück Fleisch runter, isst. Das ist ihm völlig egal. Ja. Und alle anderen. Ich stelle mich kurz wieder auf und greife so zwischen euch nach einem Stück Fleisch und so, darf ich kurz? Und nehme wieder. Völlig Ja, unbeteiligt. Dann beugen wir uns so über ihn und ziehen ihn so zum Tisch, so in eine ist nicht schwer, es ist ein Halb. verschwörerische Runde. So, erzählt uns alles. Ein Skandal. Ich weiß noch nicht alles, sagt er, aber es könnte ein Skandal gewesen sein. Und ich nehme auch an, dass er deswegen in diesem Schloss ist. Der Sohn, der junge Sohn Samu, der Stolz Samu, sein erstgeborener Sohn, hat offensichtlich jemanden vom ersten Hause überfallen. Ich meine, überfallen, er ist 10 Jahre alt, ein Kind, sagt er. Aber ich muss zugeben, er ist ein wenig entrückt momentan, der junge Mann. Aber um etwaigen, wie sagt man, Unannehmlichkeiten im Vorfeld schon aus dem Weg zu gehen, wurde angeraten, das habe ich gehört, also ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht, da wurde angeraten, dass Souverän Enrik sich ein bisschen zurückziehen möge. Deckt sich das? Wie? Er schaut dich ein bisschen fragend an, so als ob er sich selbst nicht sicher Wie skandalös, sagt der Rabe. Aber er wirkt genauso überrascht, wie wenn man ihm gerade gesagt hätte, dass draußen Schnee liegt. Also turbulente Zeiten. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, langweilige Zeiten. Ich bin der einzige Barde dort. Ich spiele jeden Abend, spiele ich mir die Seele aus dem Leib. Ich weiß schon nicht mehr, was ich noch spielen soll. Und allein Und den deshalb- Herrschaften verlangt es nach Abwechslung, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das jetzt schon. Nach gerade mal ein Stellt paar euch, Tagen. stellt euch vor, sagt er. Solange diese Abwechslung nicht beinhaltet, dass interessante Jagden geführt werden. Und der junge Mann ist ebenfalls mit. Die ganze Familie ist mit. Ich dachte, dass diese Adeligen so beschäftigt sind da oben in der Stadt. Naja, sein Bruder hat die Geschäfte übernommen in der Zwischenzeit. Das wurde mir gesagt. Nicht, dass ich mich da so besonders gut auskenne. Na gut, ich denke, Sols Licht hat dort auch seinen Platz und sollte dringend dort scheinen. Dringend. Meint ihr damit, ihr meint damit, ihr würdet... Souls Licht, ich verstehe euch. Das ist hervorragend. Nein, sehr gut, ja. Also ihr kommt mit. Hundsfott, hast du gehört? Wir sind einer mehr.
Nennst du ihn so? Er heißt so. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ihn seine Mutter so genannt hat. Seine Kameraden nennen ihn so. Ich hab's halt auch getan. Und er hat mir nichts abgeschlagen, also nehme ich an, ist das in Ordnung. Hat er auch einen anderen Namen? Wahrscheinlich schon. Aber ich bin mir nicht sicher. Das sind eigenartige Bräuche hier. Nein. Eigenartige Bräuche. Ah, Er schaut so, dreht sich um. Sind deine Finger schon aufgewärmt, Evangelius? Er schaut so, als wäre er überrascht, sagt er, ja, der Wein und die Geschichten und eure Anwesenheit und das Licht Sols. Ich weiß, wie ihr das gemeint habt. Ich könnte ein Lied darüber singen, denke ich. Ist das gut, das Licht Sols? Gibt es das schon? Gibt es sicher schon, oder? Ja, wir vielleicht... Ja, ich bin gestimmt. Dann, sagt er. Stimmung bei mir passt, mein Instrument ist auch gestimmt. Und dann sieht sie, wie er anfängt zu stimmen. Gott sei Dank für deine Ohren beginnt er zu stimmen. Mein Herr ist gestimmt und ich bin verstimmt. Na dann. Fang mal an, einen Beginnen wir Grundton und mit ein bisschen Rhythmus Lass zu uns die streiten. Taverne füllen, sagt er. Und er beginnt. Und du kannst mir einen auf Performance machen, bitteschön, wenn du so bestimmt bist. Na bitte. Okay. No. Ich glaube, das Konzert. das wird die Bude rocken. 26. 26 und 23 reicht mehr als, und ihr seht das erste Mal, was der gute Fabulant tatsächlich gut kann. Und das ist für Stimmung sorgen. Und bald merkst du, dass du die Führung übernimmst in diesem musikalischen Duett. Er stimmt mit dir ein, auch er dürfte seinem Instrument durchaus Herr sein. Und so füllt ihr Das Spaß. den Abend mit Musik. Und dort, wo Musik ist, kommen schnell Leute und kommt schnell Stimmung. Und so fühlt sich der Futtertrog an diesem Abend schneller als gewohnt. Und das grantige Gesicht von dem Zwerg Ott, dem dieses Etablissement gehört, wird ein wenig weniger grantig. Nicht, dass er jetzt lächeln würde, aber manchmal zuckt sein Backenbart auf der linken Seite so ein bisschen nach oben, wenn mehrere Münzen über den Tresen gehen. Seht ihr, dass er sich darüber freut. Mein Mundwinkel zuckt auch nach oben. Ja, die Musik ist wirklich... Also, du hast schon lange nicht mehr so gute Musik gesehen. Und Wir werden mal mit Rhythmus beginnen ein bisschen, dann ein paar Ostinati spielen, ein bisschen einfache Muster im Kreis, ein wenig Takt mit dem Fuß dazu schlagen und dann ein wenig Melodie hinzufügen, vielleicht nur lautmalerisch dazu gesungen. Und wenn ich merke, dass die Leute beginnen, ein bisschen zu schunkeln, mit den Füßen zu klopfen, aber sich noch nicht recht tanzen trauen, dann nehme ich die Musik noch mal zurück und mache es ein bisschen melancholisch, so als wäre es vorbei. Und dann geht es noch mal richtig. Das wirkt normalerweise, dass die Leute ihre Chance nutzen und so tanzen. Ich klopfe mit meinem Stab so den Rhythmus. Und das macht mir Spaß mit dem lieben Evangelos, genau. bist du auch ziemlich sicher, das ist ein Evangelos, ein Künstlername. Ja, Ja. Er spielt definitiv gut mit dir mit. Und so findet man manchmal auch in der Schlacke Gold, wie es so schön heißt. Wenn es dann aber wieder ruhig ist, das heißt, wann, frage ich halt dann so, wann brechen wir auf? Eine neue Runde Getränke wurde schon 2 bis 3 Mal gebracht. Die Leute sind spendabel, vor allem weil bei eurem Tisch die Musikanten sitzen. Der Hund Fott und dieser andere Soldat, dessen Name ihr noch nicht erfragt habt oder der vielleicht nicht interessant ist, haben sich auch zu euch gesellt, weil da die Getränke hergebracht werden. Und der gute
Ott sorgt auch dafür, dass die Krüge nie leer sind, sondern immer nachgeschenkt wird. Und der Evangelos sitzt dort und sagt, vielleicht brechen wir nicht zu schnell auf, also nicht heute, sagt er dann. Vielleicht machen wir das dann morgen. Ist früh genug, denke ich. Ist früh genug, oder? Wenn wir aufbrechen, dann eher morgen, sagt er. Wir sollten müssten noch aufbrechen, ein paar bevor Leute das aus dem Wetter Schnee draußen wieder ziehen. schlechter wird. Ja, aber herinnen ist es warm und Getränke und wir sind in guter Gesellschaft, sagt er dann. Und Mit seiner Ausrüstung sollten wir dann aufbrechen, wenn das Wetter gut ist. Ich würde spiele mit dieser Fiedel vor mich Ausrüstung hin. überhaupt nicht aufbrechen. Also er sollte sich zuerst wieso? noch, Wieso? er schafft es 500, 600 Meter weit. Das schaut nicht gut aus. Also rüste dich vernünftig aus, dann können wir. Ich höre mal auf zu spielen. 200 Meter, ganz genau, denn dort habe ich ihn gefunden. 200, ne? Ich zwinker dir zu. Also ich hoffe, ihr habt klingende Münze, denn ihr werdet einiges an Fell brauchen. nein, ich war fast beim Wald. Fast beim jetzt Wald, wollen ich wir bin nicht lange übertreiben. gelaufen. Egal wie weit, ihr braucht klingende Münzen und ihr braucht Klingende vernünftiges... Münzen sind... Moment. Ihr braucht auf jeden Fall Felle und Ausrüstung. Das heißt, morgen besorgen wir euch mal eine gute Ausrüstung. Na? Was? Ein paar Kupfermünzen fallen auf den... Reicht das? Damit kommen wir nicht weit. Alles, was ihr habt? Das ist schön in Ordnung. Es gibt einen Vorschuss, sagt der Evangelos. Das machen wir alles, aber nicht mehr heute. Das machen wir morgen. Wir werden... Was habt ihr gegen die Stiefel? Die sehen doch hervorragend aus. Sexy, Die ja. sind durchnässt. Die dampfen noch immer, die sind nicht eingefettet. Dann fetten wir sie ein. Das kann man nicht mehr retten. Das ist kaputt. Ihr seid die Experten. Ihr macht das schon. Ihr seid aus der Ebene, ihr seid Jäger und ihr seid Sammler. Du bist klein und du hast weiße Federn. Er lehnt sich so ein bisschen zurück an die Wand. Können wir Und morgen ernst brechen wir nehmen? dann auf. Nein. Das heißt aber nicht, dass es nicht ungefährlich wird. Ein paar Fälle bekommst du von mir, aber kannst du mit Nadel und Faden umgehen? Das nehme ich dir nicht auch noch ab. Ja, ich habe es noch nicht probiert, aber das kann nicht so schwer sein. Das schaffe ich. Wir haben eine Halblingsdame in der Küche bei uns im Jagdschloss, die kann hervorragend nähen. Ja, ich habe mir selbst auch einiges genäht hier. Seht diesen Flicken auf der Hose. Und die Stulpen habe ich mir selbst auf die Stiefel genäht. Hier die Ja. Wie weit ist das Jagdschloss entfernt? Wir haben zu lange gebraucht. Und der Hundsfott beugt sich so vor, rülpst, sagt 4 Tage. Dauert's 4 Tage in etwa. 4 Tage kannst du nicht Wahrscheinlich schon mit eine dem Idee, wo das gehen. sein könnte, Ja, oder? du weißt, wo das ein Jagdschlösschen Wir ist. können das. Also steh mal auf und verlasse die Taverne. Ich komme mit. Aber ich packe meine Nickelharper wieder in den Beutel ein. Die lasse ich nicht allein. Vor der Taverne deute ich dir so und führe dich in eine Seitenklasse. Ja, warum nicht? Jemand wird aufstehen und ihnen nachgehen. so. Zu deinem Glück meine ich es wirklich gut mit dir und bringe dich zu einem Schlitten und du siehst, da ist eine Kiste, gut gesichert, ja, mit einem schweren Schloss, das ich jetzt, an dem ich mich also das aufsperre und öffne und gebe dir so einen Stapel an Fällen, die erstaunlich schwer sind. Also da musst du dir wirklich, ja, und sag, damit kannst du arbeiten, viel Glück. Da soll ich mir Schuhe draus machen. Und einen Überwurf. Und eine Hose. Und etwas für über den Kopf wäre auch nicht schlecht. Ich wandere zurück in den Futtertrog. Also er wird dir wahrscheinlich Genau, entgegenkommen. so. Du kommst dieses Mal mit mehr wieder, als du gegangen bist. Das ist gut.
Ich drehe mich wieder um und gehe mit ihm zurück in die Taverne. Klunk, ich lasse diesen Stapel auf einen Tisch fallen. Sieht nach einer Nachtschicht aus, der junge Herr. Du merkst, die stinken noch recht. Vor allem, wenn Das sie ist jetzt der von Geruch der draußen... Natur. Kann ich sowas? So Ja, arbeiten? nicht jetzt. Das werden keine, aber du kannst schon, Nein, aber dass die so dass ich helfen kann oder so, Geschichten, das- ja, das kannst du mit Survival, wenn du, Na dann. wenn du das probieren willst, Ja, gerne. dann wäre ich im Ich stelle mal einen Equilibrieren Fuß auf ein versuchen. Leder und Wenn vielleicht vielleicht einen. du hast Survival auch ganz hoch, gell? Wenn Ja, du ja, aber sie- ich schaue dem amüsiert einmal zu. Erst im Notfall okay. greife ich ein. Ich kann da nicht zuschauen. Ja, das geht warte, ist schon. das ein 4er oder 14? Gibt es irgendeinen Handwerks... Das ist ja, 14. ja. Passt schon, ja. Irgendeinen Handwerkswert? Ich habe +2, also 16. 16. Ja, du kannst mit diesen Fällen durchaus im Behilfs-, also so ein Survival-artiges, Bis wir zum Jagdschloss bis kommen. es Das, dann beim Jagdschutz ist, aber Ja. das kannst du definitiv machen. Das Ja. dauert jetzt auch keine Stunden, sondern die Stiefel und ein Überwurf mit einem Leder zum Zubinden, so Geschichten kannst du durchaus in einer Stunde herstellen für ihn. Also ich sehe, dass die Valkyrie ihn unterstützt. Schaue ich mir das auch mal an. 24. Ja. Also zu zweit macht ihr etwas draus. Es sind jetzt keine echten Stiefel, wie gesagt, aber es ist zugeschlagen. Für dich ist es, so muss das So sein. fühlt man sich. Und für euch schaut er aus wie ein Tieflingbade aus der Oberstadt, der noch Felle umgebunden hat. ja, aber damit kommen wir zum Jagdschloss. Danke. Gute Ausrüstung. Ich winke euch zu. Ja, und so vergeht dieser Abend in der Taverne mit neuen Gesichtern, mit neuen Bekanntschaften, mit impulsiven Entscheidungen und mit einem gemeinsamen Weg, der einen, als ob Sol es so gewollt hätte, in dieselbe Richtung bringt. In der nächsten Folge. Kaum hast du den letzten Haring eingeschlagen, beginnt die erste Sturmböe den Weg zu euch zu finden und mit der ersten Sturmböe tatsächlich für euch beide zu hören das Heulen von Wölfen, die mit dem Heulen des Sturmes einstimmen und euch bis zum Einbruch der Nacht nicht mehr verlassen werden. So weit draußen.